Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqtada min lisani yafqahu qawli. Und heute kommen wir zur Biografie von Imam Ahmad ibn Hanbal. Und wir haben schon von den anderen drei Rechtsgelehrten die Biografien in vorhergehenden Videos besprochen und eine kurze Einführung in die Rechtswissenschaften gestartet. Möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, geboren 164 nach Hijra und gestorben 241 nach Hijra, erlernte bei Imam Shafi'i, als er schon ein Gelehrter war, und deswegen kann man ihn nicht wie ein Schüler in dem Sinn sehen. Sie stützten sich gegenseitig, wie schon bei den anderen Madahib erklärt, die Madahib hängen alle zusammen. Ibn al-Jawzi sagte, Ahmad reiste zweimal durch die ganze Welt, um den Musnad, also seine Hadith-Sammlung, zusammenzutragen, und ihr müsst euch vorstellen, das Buch hat 52 Bänder. Der Sohn von Ahmad ibn Hanbal sagte, dass er 1 Million Hadith auswendig konnte, und Ahmad selbst sagte, man muss 500.000 Hadithe kennen, bevor man ein Rechtsurteil geben darf. Und heute sehen wir auf TikTok Leute, die können 40 Hadithe von An-Nawawi auswendig, wenn sie gut sind, und ein paar Koranverse und geben Fatwa. Aber hört euch an, was Imam Ahmad ibn Hanbal sagte: Man muss 500.000 Hadithe kennen, bevor man ein Rechtsurteil geben darf, und man muss sie kennen mit Überlieferungskette und allem drum und dran. Sein Sohn Abdullah sagte auch, mein Vater pflegte jeden Tag und jede Nacht 300 Rekat, also Gebetseinheiten, zu beten. Als er durch die Peitschenhiebe, während er im Gefängnis geschwächt wurde, betet er jeden Tag und jede Nacht 150 Rekat, also Gebetseinheiten. Und Ahmad ibn Hanbal selbst sagte, ich habe nie einen Hadith aufgeschrieben, ohne danach zu handeln. Es kam mir zu Ohren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich schröpfen ließ und dem Schröpfer 1 Dinar gab. Also ließ ich mich schröpfen und gab dem Schröpfer 1 Dinar. Was für eine Befolgung. Und Shafi'i sagte, Ahmad ist ein Imam in 8 Eigenschaften: in Hadith, in Fiqh, in Sprache, in Koran, in Bescheidenheit und in Askese, und das bedeutet freiwilliger Verzicht auf weltlichen Luxus, ein Imam in Frömmigkeit und in Sunnah. Und dieser freiwillige Verzicht auf weltlichen Luxus bedeutet nicht, dass er auf was verzichtet hat, was haram ist. Nein, er hat auf Sachen verzichtet, die halal sind, und das nur, weil er auf diesen Luxus, auf diese Dunya verzichten wollte. Abd al-Razzaq sagte, ich habe niemand gesehen, der ein größeres Verständnis von der Religion hat, also ein Faqih, oder gottesfürchtiger ist als Imam Ahmad ibn Hanbal. Und Shafi'i sagte, ich habe Bagdad verlassen und dort niemand zurückgelassen, der tugendhafter, wissender, rechtsgelehrter oder gottesfürchtiger ist als Ahmad ibn Hanbal. Und Shafi'i sagte zu Ahmad, O Abu Abdullah, wenn eine Überlieferung bei euch als authentisch, also als Sahih eingestuft wird, dann lasst es uns wissen, damit wir darauf zurückgreifen können. So vertrauenswürdig war er. Und nun kommen wir zur Geschichte der hanbalitischen Rechtsschule und ihre berühmtesten Gelehrten. Und wie schon bei den anderen ist es so, dass die Madhab in 3 Stufen, in 3 Phasen entstanden ist. Und die erste Phase ist die Entstehungsphase, und diese ging bis 403 nach Hijra. Und in dieser Phase wurden die Grundlagen des Madhab und die ersten Hauptwerke verfasst. Und wer waren die Gelehrten und was waren die Werke? Und als erstes natürlich Imam Ahmad ibn Hanbal. Und er schrieb seine Rechtsschule nicht selbst auf. Er verfasste kein eigenes Gesetzbuch, sondern er verfasste Hadith-Werke. Der zweite war Ashab al-Masail. Das waren direkte Schüler, und das waren circa 100 Leute, und das waren direkte Schüler,
der seine Rechtsurteile, also Fatwas, notierten. Diese 100 Leute notierten die Fatwa und schrieben auch die Fragen in Hadith. Und auch unter anderem war Abu Dawud dort dabei und die Söhne von Ahmed ibn Hanbal, Sali und Abdullah und auch Al-Kausaj. Und all diese Leute schrieben Masail, also Fatwa, auf. Und alle diese Bücher sind heute noch verfügbar. Dann gab es noch Al-Khalal, und der war der große Sammler, der die verstreuten Schriften der Schüler zusammentrug. Er schrieb Al-Jami, das die Rechtsschule vor dem Vergessen rettete. Dieses Buch ging leider verloren, nur kleine Kapitel sind hier und dort in unserer Zeit erhältlich. Aber das war der Grund, dass die Rechtsschule nicht verloren gegangen ist, so wie bei den vergessenen Madahib, die wir schon erklärt haben in vorhergehenden Videos. Dann gab es noch Ghulam al-Khalal, auch Abu Bakr Abdul Aziz genannt, und das war der treue Schüler von Khalal und er schrieb Sa'd al-Musafir. Dann gibt es Al-Khiraqi und er fasste die Lehren zum ersten Mal kompakt zusammen. Er schrieb Al-Mukhtasar, das ist ein kurzes Buch, also ein Kurzlehrbuch sozusagen, und es war das erste systematische Handbuch der Rechtsschule. Dann gibt es noch Al-Hassan ibn Hamid, und das war der letzte große Gelehrte dieser ersten Phase. Und er schrieb ein Buch mit 2 Bändern, ein Buch zur Systematisierung der Antworten von Ahmed ibn Hanbal. Und dann kommen wir zur nächsten Phase, zur zweiten Phase. Und das war die Phase der Überprüfung und Überarbeitung. Und diese war 855 nach Hijra. Und dort wurden die verschiedenen Ansichten der Madhab bewertet und systematisch geordnet, also Usul al-Fiqh, Grundlagen des Fiqh. Und unter den Gelehrten dort waren Al-Qadi Abu Yala, und er war ein Qadi, also der Richter sozusagen, und er legte das Fundament für die systematische Rechtswissenschaften der Schule. Er schrieb Al-Utta und er schrieb Kitab Ar-Riwayatain. Und dies ist ein Buch über unterschiedliche Überlieferungen der Rechtsurteile. Und Ibn Qudama, da gab es noch Ibn Qudama, er war einer der besten Autoren der islamischen Geschichte und berühmt für seine stufenweise aufgebauten Lehrbücher. Er schrieb Al-Murnia, das sind 15 Bänder, ein Standardwerk für Fortgeschrittene, und er schrieb auch Umda al-Fiqh, und das ist die Grundlage mit einer einzigen Ansicht. Also er hat dort keine Meinungsverschiedenheiten in diesem Buch erwähnt. Und dann schrieb er noch Raudat al-Nadir und Janat al-Munadar, Usul al-Fiqh, das ist Beweise ableiten und verstehen. Und Al-Murni zum Beispiel ist nichts für Anfänger, denn es wird in Unis gelehrt. Das bedeutet, der Laie, der der Rechtsschule einfach folgt, er liest Umda al-Fiqh, und dort, wie schon gesagt, ist die Grundlage und eine einzige Ansicht und dort sind keine Meinungsverschiedenheiten erwähnt. Wenn man studiert, dann lernt man Al-Murni, wie schon erwähnt, das wird an Unis gelehrt, Al-Murnia, diese 15 Bänder, und wenn man ein Gelehrter ist sozusagen, dann liest man oder studiert man Raudat, weil dort sind die Beweise auch von den anderen Madahib und so weiter, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber nur zum Verständnis. Es gibt also, wie gesagt, verschiedene Stufen, die man lernen muss. Wie schon erwähnt, Umda al-Fiqh für Anfänger, also nochmal zusammengefasst. Umda al-Fiqh für Anfänger basiert auf Grundtext ohne Meinungsverschiedenheit. Al-Murnia, dort sind ungefähr 2 Meinungen und die sind innerhalb der Madhab und das ist für Studenten. Und das dritte, Al-Kafi, das ist mit Beweisen innerhalb des Madhab. Und das 5. Al-Murni, und das ist mit Ansichten der anderen Madhab. Und wie schon gesagt, der Laie liest Umda al-Fiqh. Ich betone es wirklich, weil manche Leute, die kaufen sich jetzt Al-Kafi oder sie kaufen sich Al-Murni und dann kommt nur ein Kauderwelsch raus. Man muss erst, für Anfänger ist Umda al-Fiqh, für Studenten Al-Murnia,
dann Al-Kafi und dann Al-Murni. Man beginnt nicht mit Al-Murni, außer man will sich selbst ins Verderben stürzen, und dann kann man das Buch zuklappen und Assalamu alaikum, weil dann kommt man bei gar nichts mehr mit. Deswegen nochmal, der Al-Fiqh, dann Al-Murni, dann Al-Kafi und dann Al-Murni. Und dies ist eine klare Erklärung, wie man lernt, also die Wissensreise. Und diese Wissenssuchenden geht in Stufen vor. Wie diese Stufen erwähnt sind, haben wir jetzt oft genug wiederholt. Ich hoffe, es ist klar. Dann gab es in dieser zweiten Phase auch noch Ibn Taymiyyah, und es gibt viele Gelehrte in dieser Familie. Majd ad-Din Ibn Taymiyyah schrieb Al-Muharrar, und das war der Großvater. Und das ist ein präzises Rechtsbuch. Dann gibt es noch Ibn Mufli, ein Schüler von Ibn Taymiyyah, und er schrieb Al-Furu, ein tiefgründiges Werk, und er schrieb Al-Adhab al-Ishriyah. Und dann gibt es noch Al-Mardawi, und derjenige korrigierte den Madhab, der die endgültige Meinung festlegte. Er war auch Richter, und er schrieb Al-Insaf, also eine Korrektur, die Unklarheiten in Ibn Qudamas Al-Murni auflöst. Er fasste alle Aussagen, die alle hanbalitischen Gelehrten verfassten und schrieben, und er schrieb die bevorzugte Meinung in einem Buch zusammen. Und er schrieb auch At-Tahbir in Usul al-Fiqh. Und dann gibt es noch die dritte Phase, die Phase der Fertigstellung und Stabilität. Und diese Ära reicht bis in die Neuzeit. Es wurde die endgültige Standardwerke verfasst, die wir bis heute weltweit als absolute Referenz für Fatwa im Hanbali Fiqh nehmen. Und unter diesen Gelehrten waren Al-Hijawi, und er ist bekannt für seine präzise Formulierung des Rechtsstoffs. Er schrieb Al-Irna, das sind 4 Bänder, und er schrieb auch Sada Mustarna. Dann der zweite ist Ibn an-Najjar, ein Meister der Zusammenfassung komplexer Rechtsfragen. Und Al-Muntaha al-Iradat, es vereint die bestimmten Erkenntnisse aller Epochen. Und er schrieb auch Mukhtasar al-Tahrir in Usul al-Fiqh und Shar al-Qagat al-Tahrir, und dort erklärt er Mukhtasar al-Tahrir. Dann gibt es noch Mari al-Karmi, ein Gelehrter aus Palästina, der später in Kairo lehrte, und er schrieb Rayat al-Muntaha, ein Buch, das Al-Irna und Al-Muntaha zu einem Werk verfasste, und er schrieb auch Dalil al-Talib. Dann gibt es noch Al-Bahuti, und er ist der absolute Haupterklärer der späten hanbalitischen Schule. Und dessen Kommentare in islamischen Unis wie in Al-Azhar oder in Saudi-Arabien bis heute Standardlehrstoff sind. Er schrieb Kashsaf al-Khina, also mehrere Bänder, und es sind Kommentare zu Al-Irna von Hijawi, und es ist ein wichtiges Nachschlagewerk. Also das ist kein Buch, das man durchliest und lernt, sondern das ist ein Buch, wo man nachschlagt und schaut. Und diese 4 Gelehrten haben alles, was wir in der heutigen Zeit haben, verfasst für uns Studenten. Und die goldene Kette im Hanbali, auf der sich die Gelehrten stützen, sind Al-Bahuti und Ibn an-Najjar, also die Bücher Al-Irna und Al-Muntaha. Und genau, Bücherempfehlung, Sa'd al-Mustahna, Dalil al-Talib, Kash al-Muhtaharat. Und wie gesagt, ich erwähne es nochmal, die verschiedenen Stufen, wie man lernt, ist für die Anfänger der Al-Fiqh, das basiert auf Grundtexten ohne Meinungsverschiedenheiten. Dann in weiterer Folge Al-Murnia, dort sind circa 2 Meinungen innerhalb der Madhab, und das ist für Studenten. Und auch für Studenten ist Al-Kafi mit Beweisen innerhalb der Madhab, und für ganz weit Fortgeschrittene ist Al-Murni mit Ansichten der anderen Madhahib. Und nur so sollte man vorgehen, und man sollte nichts durcheinander bringen, und möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.